Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste TV. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motorradfahren lernen, How to Ride a Motorcycle. In dieser Ausgabe geht es um Kupplung, Bremse, Gasgriff, Lenker, das Zusammenspiel der Bedienelemente für euch in dem Video. Ja, Kupplung, Bremse, Gasgriff, Lenker, das ist so das Verbindungselement der Maschine mit dem Menschen. Ist eigentlich ein profanes Thema, ein profanes Kapitel, könnte man meinen, aber es ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Kapitel. Diese Bedienelemente zu bedienen lernt man ziemlich am Anfang in der Fahrschule, am Anfang einer Motorradkarriere. Und dann ist es so, dass es wahrscheinlich bei euch auch so ist, dass dann jeder sich so einen Tick angewöhnt. Schon alleine, ich will das gar nicht Tick bezeichnen, eine Herangehensweise, schon wie viele Finger nehme ich zum Bremsen? Habe ich immer einen Finger auf der Kupplung, habe ich ihn nicht? Wie viele Finger habe ich immer auf der Bremse? Habe ich die Finger überhaupt auf der Bremse? Das heißt, das sind so Dinge, die man sich mal angewöhnt und dann wahrscheinlich auch nicht mehr ändert, auch wenn sich mal die Motorradkategorie ändert. Auch wenn man da mal ein ganz anderes Motorrad fährt, in einer anderen Preisklasse, wo ganz andere Bedienelemente mit einem ganz anderen Qualitätsniveau schon mit drauf sind. Und da möchte ich einfach mit dem Video so ein bisschen euch anstupsen, ein bisschen wachrütteln, dass ihr euch einfach damit beschäftigt seid mit dem Thema und vielleicht abklopft, soll ich nicht vielleicht bei mir was ändern, ein bisschen das anders machen? Hört es euch einfach an. Die Meinungen von den ganzen Gesprächspartnern hier bei uns auf 1000 Beste TV zu dem profanen Thema. Weil das Gas ja ein Drehgriff ist das große Problem, dass viele Personen das Handgelenk nach unten kippen, den Gasgriff angreifen und dann Gas geben. Dann ist der Handrücken Richtung Unterarm eine gerade Linie, aber da gebe ich ja schon Gas. Und es hat auch in meiner Ausbildung selber bei der Fahrschule eine Person gegeben, die immer wieder diesen Fehler gemacht hat und dann einmal beim Wegfahren die Kupplung zu schnell ausgelassen und so Gas geben. Dann hat es den Körper nach hinten gezogen und dann war die Beschleunigung perfekt, dass er von Gas nicht mehr runtergekommen ist. Und Gas geben soll man auf alle Fälle so, dass wenn ich den Gasgriff, symbolisch als Gasgriff, angreife, soll der Handrücken und der Unterarm gerade sein und die gibt nach unten Gas. Wenn es mir jetzt nach hinten zieht, nehme ich das Gas automatisch weg. Ich würde jetzt einmal gerne über einen Gasgriff sprechen, weil es ist so, dass dieser Gasgriff eine zutiefst romantische, ja fast mystische Verbindung ist von Mensch und Maschine. Und früher war es ja tatsächlich so, dass das eine echt mechanische Verbindung war. Also da gab es den Gasgriff oben und unten den Drosselklappenkörper, oder noch früher gab es den Flachschiebervergaser und da war im Prinzip hier die Öffnung, die die Schleusen hinein in den Zylinder dargestellt hat. Und da gab es diesen Flachschieber und den hat man halt dann so hoch und runter geschoben, einfach durch eine Bewegung am Gasgriff. Und was steuert man damit mit dem Gasgriff? Mit dem Gasgriff steuert man das Luftgemischverhältnis, wie viel davon in den Zylinder, in den Brennraum fließt. Und man steuert damit quasi die Energiemenge, die man dem Motor zuführt, die dann bei der Verbrennung dann frei wird. Und so steuert man im Prinzip, die Energie, die zufließt und den Drehmomentausstoß vom Motor. Und eine interessante Sache ist schon dabei, es kann tatsächlich eine Situation entstehen, dass man mit gleichbleibender Gasgriffstellung trotzdem das Leistungsniveau erhöht, einfach weil über die Drehzahl des Motors auch die Leistung steigt. Das ist ein interessantes Phänomen, das erfahrene Piloten ganz automatisch für sich kompensieren. Aber wir haben ja bei den meisten Motorrädern keinen Elektromotor und demzufolge ist dieses Regeln der Beschleunigung mit dem Gasgriff schon etwas, was ein bisschen eine Übung erfordert. Es war bei dem Übergang von den Vergasermotoren zu den Einspritzmotoren zu Beginn ein bisschen eine holprige Angelegenheit. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass die Einspritzmotoren und die Einspritzanlagen und die Ride-by-Wire-Systeme den ehemaligen Vergasersystemen überlegen sind. Um noch kurz zur Erklärung, was so ein Ride-by-Wire-System eigentlich ist. Da ist im Prinzip der Gasgriff und der Motor voneinander entkoppelt. Diese Drosselklappe, die Luftgemischzufuhr regelt,
wird von einem Stellmotor, von einem Elektromotor bedient und ich habe hier am Gasgriff einfach nur einen Sensor, der mir den Wunsch aufzeichnet, wie viel Gas möchte ich, und dazwischen geschaltet ist ein Computer, der das zu hier übersetzt und je nachdem, welches Mapping man gewählt hat, eben den Drosselklappenkörper schnell aufmacht, wenn man den Gasgriff umlegt, oder langsam aufmacht, wenn man zum Beispiel ein Rain-Mapping auf dem Motorrad mit drauf hat. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte und ich finde es ganz gut, wenn man sich diese Hardcore-Technik einfach mal so inhaliert, wenn man am Motorrad sitzt, dass man weiß, was da überhaupt passiert. Und ein Effekt, der auch faszinierend ist, den die Profirennfahrer ausnutzen, ist die Tatsache, wie kann ich die Leistung, das Leistungsband optimieren, ist zum Beispiel in einer Spezialsituation. Ihr fahrt in eine Kurve rein mit dem Motorrad, habt ein gewisses Drehzahlniveau, eine gewisse Gasgriffstellung und schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt Schräglage anlege, ist es so, dass das Drehzahlniveau vom Motor steigt, dort möglicherweise oder ziemlich sicher bei den meisten Motorrädern höheres Drehmoment, höhere Leistung, eine höhere Leistung zur Verfügung steht und so kann man sich in einigen Kurven durchschummeln ins richtige Drehzahlband, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Übersetzungsverhältnis vom Motor hinunter auf die Straße ein anderes wird, einfach über den Radius vom Reifen. Das machen manche Rennfahrer wirklich bewusst, dass sie am Kurvenausgang das Motorrad noch ein bisschen länger in Schräglage halten, um die Drehzahl höher zu halten und so quasi das Drehzahlniveau vom Motor über die Schräglage des Motorrades steuern. Ist also ein bisschen auf hohem Niveau dann die Drehzahl optimieren. Very funny. Throttle control sounds simple. We have rules for it, right? But it's not so easy, right? For example, Petrucci, MotoGP, right? At the beginning of the season, he was talking about, well, everything's going really, really well, my riding's good, but I really have to pay attention to my throttle control. Right, I have some things to learn about my throttle control. So there's somebody at World GP level who can get on the podium. And you say, yeah, well, it's simple, throttle control rule number 1 from my book, A Twist of the Wrist Volume 2, is once you crack the throttle open, you roll it on smoothly, evenly, and constantly throughout the remainder of the corner. This applies to all corners, right? Unless there are double corners with more than one apex or whatever. There are some variations for sure, but almost every corner, that works. Weil was natürlich immer passieren kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel abrupt beschleunige von geschlossenem Gas zu Viertelgas meinetwegen oder Halbgas, dann hat der Reifen überhaupt keine Zeit, überhaupt einen Grip aufzubauen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass ich den Übergang von Rollphase zu Stützgas erst einmal so smooth mache, dass ich am besten überhaupt keine Bewegung ins Motorrad kriege. Und dann langsam die Kette quasi vorspannen, sage ich immer. Und durch das Kette vorspannen von Stützgas zu Mehrgas habe ich den Vorteil, dass der Reifen schon mal mehr sich vorspannen kann und so einen sogenannten mechanischen Grip ein bisschen aufbaut und dadurch einfach mehr Grip herrscht und ich dann noch mehr Gas geben kann. Das ist, möchte ich jetzt fast sagen, ist ein Selbstläufer. Also das müssen wir nicht extra schulen. Schulen müssen wir die Blicktechnik, das Bremsen, das richtige Bremsen und vielleicht auch der richtige Moment vom Gas geben wieder in der Kurve. Da rede ich jetzt nur in der Kurve. Auf der Geraden brauchst du das kann ich erzählen, das weiß ja jeder. Aber in der Kurve, dass man wirklich schon, der Idealfall wäre ja, dass man beim Kurveneingang schon am Gas wieder oben ist, um das Gerät stabil zu halten. Gas geben heißt immer stabilisieren und Gas wegnehmen heißt immer instabil machen. Und wenn ich das genau in der Kurve drin mache, in der Schräglage das Gas zumachen, dann mache ich es automatisch instabil, das Gerät. Gell? Und Gas geben heißt immer stabilisieren und dadurch kann ich eine schöne, ruhige, runde Linie erfahren. Naja, am schwierigsten ist natürlich das Bremsen, weil man hier also sehr viel Gefühl braucht. Wenn ich jetzt an die Vorderradbremse, an die Hauptbremse denke, erfordert das viel Gefühl in die Finger. Gefühl ist etwas, was man jetzt nicht von einem Tag am anderen Tag hat oder erzeugen kann, sondern das erfordert Übung. Und gerade das Bremsen ist eine Übungssache und da heißt es halt,
Bremsübungen, Bremsübungen, Bremsübungen. Das ist zu Saisonbeginn auch ganz, ganz wichtig, dass man da sofort einige Bremsungen, Vollbremsungen, Zielbremsungen macht, um das Gefühl fürs Vorderrad zu kriegen. Das muss man sich erarbeiten, das kriegt man nicht geschenkt. Die besten Bremser sind die, die das sehr, sehr viel üben. Man braucht da auch nur wieder kurz in den Motorsport drüber schauen, da sieht man das sehr gut. Ja, Vorderbremse ist so ein bisschen eine Glaubensfrage und ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, wie im Moment der Wissensstand und Forschungsstand ist. Ich weiß auch gar nicht, wir werden dann fragen, wie im Moment die Fahrschulen unterrichten. Es ist so, dass sie halt diese Bremstechniken weiterentwickelt haben, die Bremstechnologien von der Hardware her, auch die Software ABS ist dazugekommen. Demzufolge den gleichen Wissensstand zu vermitteln der Fahrschule wie vor 20, 30 Jahren ist falsch. Ich persönlich verrate euch einfach, ich bremse auf allen Motorrädern, in allen Situationen immer nur mit einem Finger. Auch mit der Rennmaschine auf der Rennstrecke, wo es um radikal maximale Verzögerung geht, mache ich das mit einem Finger, schlicht und ergreifend deswegen, weil die Motorräder so gute Bremsanlagen haben, dass ich da auch eine wahnsinnig hohe Bremsleistung zustande bringe. Und in meiner Situation, ich schaffe es gar nicht, noch stärker zu bremsen mit zwei Fingern, weil das Nadelöhr eigentlich die Kraft am Oberkörper ist, für mich persönlich. Auf der Landstraße ist es sowieso so, dass die Bremsen wahnsinnig viel Bremsleistung zustande bringen und das mit einem Finger für mich viel besser zu dosieren ist. Und selbst bei einer Schreckbremsung habe ich immer wieder schon die Situation gehabt, mache ich es mit einem Finger und kann das bei modernen Bremssystemen dann mit der maximalen Bremsleistung umsetzen. Dieser Universaltipp ist, glaube ich, für alle modernen Motorräder der richtige, meine persönliche Meinung. Die einen oder anderen unter euch, die vielleicht ein älteres Modell haben mit einer schwachen Bremse, die müssen halt zu mehr Fingern greifen. Und da ist dann auch oft so, wenn man dann zwischen Motorrädern mit starker und schwacher Bremse hin und her wechselt, da muss man dann vielleicht auch bewusst überlegen, okay, bremse ich mit 1, 2, 3 oder 4 Fingern. Aber ich bin gespannt, wir haben hier noch ein paar andere Gesprächspartner, wie die da so diesen Glaubenskrieg mit wie vielen Fingern soll ich bremsen sehen. Also in 90% der Fällen ist es tatsächlich so, dass ich mit einem Finger, dem Zeigefinger, bremse. Manchmal, wenn die Bremse nicht so gut ist oder wenn man einfach sagt, okay, ich brauche mehr Bremsdruck, dann nehme ich noch einen zweiten dazu, den Mittelfinger, aber mehr als 2 Finger kommen bei mir niemals an die Bremse. Wenn ich mit 2 Fingern zugreife und das gelernt habe, dass ich nicht mit der ganzen Hand die Bremse betätige, habe ich vielleicht noch die Chance zum Öffnen, dass ich schnell genug bin. Weil während dem Bremsen passiert es auch sehr routiniert, obwohl ich auch mit dem Knieschluss ein bisschen fester wäre, dass ich mich abstütze nach vor, aber es kommt ja das ganze Oberkörpergewicht auf den Lenker. Das heißt, man hat dann in einer kurzen Phase beim Bremsen schon eine Art Haltegriff, weil bei einer Notbremse soll ja die Kupplung ziehen, dass das Hinterrad nicht stempeln anfängt und die Sachen, damit eben die Bremsung als solche so perfekt wie möglich ablaufen kann. Und wenn ich aber mit 4 Fingern bremse und es geht was daneben und ich spüre den Lenker, weil das Vorderradlknopf vom Blockieren fängt das Vorderradl schon an zum Arbeiten, dass der Lenker zieht am Vibrieren anfängt und dadurch hält man es eigentlich noch fester. Die Herausforderung ist da, weil ich ein Gehirn habe, aber 2 Bremshebel zu betätigen und ich kann mich nur auf einen von den beiden konzentrieren. Und jetzt wissen wir beide, dass man den vorderen relativ leicht erreicht und für den hinteren muss man halt den Fuß betätigen. Das heißt, beim Langsamfahren greift man reflexartig eher zum vorderen und wenn ich jetzt langsam fahre, der Lenker leicht eingeschlagen ist und ich greife mal abrupt vorne rein, wissen wir, dass die Schräglage im nächsten Moment 90 Grad beträgt. Das ist Teil des Plans der Ausbildung. Das ist praktisch nicht zu vermeiden, dass man hin und wieder mal den Boden aus der Nähe anschaut. Aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dann hoffentlich, dass man beim langsamen Fahren eher die Fußbremse betätigt. Und wenn es ums Gescheitbremsen geht, wenn es wirklich darum geht, Geschwindigkeit massiv wegzubringen, dann muss ich mich halt auf die vordere konzentrieren und nehme die hintere halt dazu. Aber das ist natürlich ein großer Lernaufwand, weil gerade das Abstimmen von diesen 2 Bremsen mit dem einen Hirn, das ich habe, ganz im Gegenteil zu dem steht, was ich vom Auto kenne, wo ich einfach nur draufsteige und warte, bis der Kübel steht. Weil, wie gesagt, die heutigen Bremsen haben bei meisten schon verschiedenste Hersteller auf die sportlichen Maschinen sogar 3 Kolbenbremsen vorne. Also die sind sowieso teilweise sehr bissig.
Und da ist der eine Finger ja ausreichend. Also du hast ja recht, deshalb sage ich, es sind ja unsere Empfehlungen oder das, was ich persönlich auch mache, ich bremse auch immer mit 2 Fingern, ist bei gewissen Motorrädern von der Kraft ja gar nicht mehr notwendig. Also wenn ich heute auf einer sportlichen Maschine bin, muss ich selber vorsichtig bremsen, weil ich merke, wie wenig man mit 2 Fingern eigentlich Kraft vom Kopf her aufwenden muss, dass die volle in die Federn geht vorne. Also der eine Finger ist kein Nachteil. Hinterradbremse beim Motorradfahren ist für mich etwas, das situationsbedingt zum Einsatz kommt. Also in Spitzkehren, bei Serpentinen bremse ich sehr gerne, vor allem bergab, hinten mit, damit man ein bisschen Gewicht auch aufs Hinterrad bringt und ja, nicht Gefahr läuft, das Vorderrad quasi hinauszuschieben aus der Kurve, kommt ja immer wieder vor. Aber ich muss auch sagen, in schnellen Kurven verwende ich es gar nicht und auf der Rennstrecke auch so gut wie nie. Also es ist wirklich sehr situationsabhängig und vor allem eben bei ganz, ganz engen Spitzkehren oder Serpentinen bergab ist es das, was bei mir zum Einsatz kommt. Ich glaube schon, dass man es erklären kann, aber es braucht viel Übung. Also ich erinnere mich an meine Anfänge eben am Feld hinten. Und da hat es mir der Papa auch mal erklärt und ich habe das dann am Anfang eben, man versteht es nicht, das ist so komplex, man weiß nicht, wie soll man sich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Aber es mit üben und dann immer wieder erklären und so Tipps geben, bei mir hat dann geholfen eben, zuerst hat er gemeint, ich muss gleichzeitig Kupplung kommen lassen und Gasgriff aufdrehen, dass ich überhaupt nicht zusammenbrauche, entweder habe ich ein oder das andere zu schnell aufdreht. Und deswegen hat es dann geholfen, ja, vielleicht nur das Gas halten, vielleicht sogar ein bisschen höher drin lassen, ist jetzt nicht so gut für den Motor und macht man später eh nicht mehr so, aber für die Anfänge leicht auftreten lassen und nur auf die Kupplung konzentrieren, dass die kommen und dass man die Kupplung kommen lässt, bis das Motorrad beginnt, die ersten paar Zentimeter sich vorzuschieben und dann gleich wieder Kupplung ziehen. Und wenn man sich so langsam heranhandelt, dann wird auch sowas Komplexes mit so vielen Bedienungen und Sachen, die man gleichzeitig macht, irgendwann checkt das dann das Gehirn und wie gesagt, ein paar Jahre später denkt man nicht mal mehr dran. Wo diese Fähigkeit aber, glaube ich, trotzdem wichtig ist, wenn du auch auf der Straße in Extremsituationen kommst. Also gerade diese schnelle Bedienung oder die Fähigkeit, sowas schnell bedienen zu können, gibt dir viel mehr Reserven auch auf der Straße. Ja, Kupplung erkläre ich ganz gern, einfach aufgrund der technischen Funktion, was eine Kupplung ist. Und dann ist es auch so für manche, für die das so ein steriles Ding ist, vielleicht ein bisschen einfacher zum Bedienen. Eine Kupplung trennt im Prinzip nur den Motor vom Hinterrad und dazwischen auch vom Getriebe. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dann auf Basis von einer Einscheibenkupplung, dann sind das zwei Druckplatten, die zusammengepresst werden von einer Feder. Und hier ist der Motor, der dreht sich und bringt das Drehmoment auf diese eine Kupplungsscheibe und auf dieser Seite wäre, sagen wir mal, die Getriebewelle und hier wird das Drehmoment weiter transportiert und im Fahrzustand ist es so, dass durch Federn das zusammengepresst wird und dass da die Kraft übertragen wird. Und sobald ich die Kupplung bediene, arbeite ich quasi gegen die Kupplungsfedern und löse die Kupplungsplatten und dann trenne ich die Scheiben voneinander und dann kann sich hier der Motor drehen, ohne dass die Getriebewelle sich mitdreht. Und das Schleifenlassen der Kupplung ist im Prinzip nichts anderes, als dass ich mit der Handkraft auf der Kupplungshand gegen die Kupplungsfedern arbeite und so mir definiere, wie viel Drehmoment möchte ich übertragen, wie viel Kraft lasse ich hier zu, wie viel nehme ich weg und so kann ich definieren, wie viel Drehmoment übertragen wird. Und ob eine Kupplung jetzt angenehm zu dosieren ist oder nicht zu dosieren ist, hat mit vielen Faktoren zu tun, hängt damit zusammen, ja, in welchem Zustand sind die Kupplungsfedern, in welchem Zustand sind die Kupplungsbelege, in welchem Zustand ist das Kupplungsseil, ist der Kupplungshebel für mich richtig eingestellt. Und wenn das nicht gut, technisch nicht gut funktioniert, macht es Motorradfahrern, die nicht wahnsinnig große Erfahrung haben, das Leben unglaublich schwer. Deswegen mein Appell ist der, bei Gebrauchtmotorrädern, die sehr billig sind, 2.000 bis 3.000 Euro Gebrauchtmotorräder, das sind oft Motorräder, die wirklich schon viel am Buckel haben und wenn die dann noch eine mechanische Kupplung haben, ist die Chance ziemlich groß,
dass zum Beispiel das Kupplungsseil schon sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Das hat Kanten drin, das hat Knicke drin, das flutscht nicht mehr so richtig. Und das führt dann dazu, dass das ganze Fahrverhalten wahnsinnig holprig wird. Und da muss man investieren. Also eine gut gepflegte, eine gut gewartete Kupplung ist aus meiner Sicht unerlässlich, um ein sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten. Bei der Kupplung ist es eigentlich so, dass ich konstant mit 2 Fingern kuppel. Das ist immer Zeigefinger und Mittelfinger. Und damit fahre ich in der Regel sehr gut. Also diese Motorräder, wo man wirklich alle Finger zum Kuppeln braucht, die gibt es zum Glück nicht mehr heutzutage, muss man sagen. Und somit sind 2 Finger da absolut ausreichend für mich. Da gibt es ein Zaubermittel, das heißt Trailfahren. Wir bauen auch in unseren Kursen Trailfahren ein, weil man kann nirgends so schnell und in so kurzer Zeit das Gefühl für Gas-Kupplung und dieses Zusammenspiel trainieren und üben wie auf einem leichten Trailmotorrad. Auch ältere Personen, 18 Jahre im Führerschein gemacht, fahren 10, 12 Jahre Auto und dann kommen sie auf die Idee, ich mache mit 30, 35 oder 40 Jahren meinen A-Schein. Die glauben alle, weil sie schon gefahren sind, sie haben wohl einen Verkehrssinn entwickelt mit dem Fahren, aber das ist motorisch schon ein Riesenunterschied, dass sich auch solche Personen im Allgemeinen in den ersten 1-2 Stunden relativ schwer tun. Und da bin ich immer davon hergegangen und habe es ihnen gesagt, in einer Erklärung, wenn ich gemerkt habe, dass sie mit dem ersten Gang ein Problem haben beim Wegfahren, dass sie mit dem zweiten Gang wegfahren, dann müssen sie noch weicher die Kupplung schalten, dass das Motorrad nicht abstirbt und noch sensibler gleichmäßig Gas geben. Also reine Motorikschulung. Natürlich nicht sinnvoll, wenn ich das jetzt schon kann, dass ich die Kupplung so hermache, aber das war mir bei den Fahrschulmaschinen eigentlich egal. Wichtig war, dass der Kunde die Feinmotorik lernt. Alle beide Zeigefinger nach vorne auf der Bremse, auf der Kupplung und dann unten den Gashahn umschließen und dann nicht immer ganz zurück, weil es hat ja leicht viel Spiel beim Gas und dann wird es immer so rücklig. Und dann gibst du 2 mm Gas, dann bist du schon gleich am Anschlag, wo es schon losgeht und dann kannst du mit der Spitze von der Kupplung auch noch Gas geben. Weil du kannst mal weiter aufgehen, 3 mm, und wenn du das wegnimmst, ist das gleiche, wenn du Gas gibst. Ne? Das sehen sie dann in die Kurven gern. Weil sonst drücken sie so dahin und dann macht das Motorrad so. Und sonst bist du da stabil und da nimmst du ihn, dann lässt du es eigentlich schleifen und dann lässt du wieder aus und bist weg. Das sind ganz simple Tricks und bist schneller, weil du fährst einen sauberen Strich. Viele haben einen Lenker zu weit hinten. Bei 80% fällt mir auf, dass sie den zu weit hinten haben. Sitzen zu weit hinten, fahren die Kurven nicht gescheit. Sitzen nicht optimal oben gerade. Natürlich sind sie es gewohnt wenn sie Koffer hinten haben, ne? Ist auch 2 Paar Schuhe. Du musst es sowieso umstellen mit fahren. Wenn du zum Hotel hinfährst mit Koffer oder ohne Koffer, dann das sind echt 2 Paar Schuhe. Wie du deine Technik oder wie du deine Geschwindigkeit dann anpasst. Ja, der Lenker am Motorrad hat so ein bisschen, eine Fehlfunktion für viele Leute. Viele Leute meinen, man kann sich am Lenker anhalten, dass man hinten nicht runterfliegt. Und das führt dann dazu, dass man immer wieder Instabilität ins Fahrzeug reinbringt. Aus meiner Sicht ist der Lenker aber kein Haltegriff, um sich am Fahrzeug festzuhalten, sondern ist vielmehr ein präzises und sensibles Steuerinstrument. Und je lockerer ich den Lenker lasse, je lockerer ich oben sitze, je mehr ich über den Rumpf und über die Beine mich am Fahrzeug stabilisiere und je weniger ich das über den Lenker mache, umso besser funktioniert es dann vor allem auf Motorrädern, wo man sehr im Wind sitzt, wie zum Beispiel bei Naked Bikes, wie zum Beispiel bei Enduros ohne einer Verkleidung, wie zum Beispiel bei Supermotos. Da ist es ungemein wichtig, locker am Lenker zu sitzen, weil man dann wenig Kraft vom Oberkörper, vom Wind rein ins Fahrzeug bringt und die Kraft nachher nicht über Steuerinstrumente ins Motor bringt, sondern über den Rumpf, über die Sitzbank, und das führt natürlich zu viel weniger Stabilitätsproblemen, als wenn man diesen Winddruck, den man abkriegt auf ein Naked Bike, über den Lenker ins Fahrzeug bringt. Und das ist auch so das Geheimnis, das ich gerne verrate, wenn Leute sagen,
ja, ich kann einen Supersportler nicht mehr fahren, weil das ist mir zu ungemütlich, die Unterarme tun mir dann weh, dann hat der oder diejenige kein Problem mit der Unterarmmuskulatur, sondern eher ein Problem mit der Rumpfmuskulatur, weil wenn du auf einem Supersportler eine stabile Sitzposition über den Rumpf hast und dich über den Rumpf und über die Beine in das Fahrzeug integrierst, dann sitzt du auch am Supersportler mit einem ganz lockeren Griff am Lenker und kannst auch längere Touren fahren, ohne dass dir die Unterarme wehtun. Er fordert aber penibles Rumpftraining in der Kraftkammer und ich kann euch verraten, dass alle Motocross-Profis, alle MotoGP-Profis draußen bei ihrem Fitnesstraining einen ganz großen Fokus legen auf die Rumpfmuskulatur und die Unterarme viel weniger drin als früher. Früher war es so, dass die Motocross-Fahrer solche Unterarme gehabt haben. Jetzt haben die mächtige Waschbrette und eine super definierte Rückenmuskulatur. Das ist mein Tipp für euch, wie man schon alleine durchs Training des Körpers den Lenker dann dafür nutzt, wozu er da ist, nämlich für präzise Steuerimpulse und nicht zum Anhalten. Den perfekten will ich nicht sagen, aber ich empfinde schon persönlich, dass so gerade Lenker, breite Lenker, dass die angenehmer sind, weil man einfach durch weniger mehr machen kann. Man kann viel sanfter, finde ich, oder ich finde, man hat einfach auch mehr Gefühl. Wenn man einen breiten Lenker zieht, also, dann tut sich da gleich mehr. Das heißt, man weiß, was bewirkt eine Aktion. Und ich finde, bei so kleinen gekröpften Lenkern oder so Stummellenkern, wie man es zum Beispiel beim Supersportler hat, da ist es doch so, dass man um einiges weniger auch am Lenker macht und viel mehr mit dem Körpergewicht. Aber gerade für den Anfang eben breite Sitzposition, breiter Lenker, finde ich um einiges angenehmer. Man sieht das ja regelmäßig, aber mit einer Gruppenfahrt, dass Personen, wenn ich bin, vielfach der Tour geht, aber ich fahre auch gern in einer Gruppe mal selber mit, wo ein anderer die Tour plant, dass ich mich um die Tour nicht kümmern brauche, und dann sehe ich immer wieder, dass sie die Hände solche Bewegungen machen. Da weiß ich genau, die sind noch viel zu verkrampft. Ich habe auch am Ring immer wieder in die Personen gesagt, auch am Ring fahren, wo man eigentlich bewusst ein bisschen schneller fahren will, als wir auf der normalen Straßen, wo ja Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen, auf Rennstrecken kein Gegenverkehr, viel Platz. Immer den Wortlaut verwendet, das ist ein Lenker und keine Haltestangen, das ist ein Lenkstangen und keine Haltestangen. Weil der Lenkimpuls ist ja ganz fein. Oder ich habe so Sprüche gesagt, weil ich schlank bin, wenn Motorradfahren eine Kraftsache war, könnt ich ja nicht Motorrad fahren, ich bin ja kein Bodybuilder. Das ist jetzt eine Frage, die deshalb so schwer zu beantworten ist, weil sie eigentlich mit Erfahrung im wahrsten Sinn des Wortes zusammenhängt. Nur zum Sagen, halt locker, oder nur zum Sagen, schau in die Kurven, schau nicht Hindernisse an, wenn es um Blicktechnik geht. Das sind alles Empfehlungen, die hundertprozentig stimmen. Aber das Schwierige ist für einen, der kommt in eine Situation, die ihn mental um die Spur fordert, zu viel fordert. Ich würde noch gar nicht einmal sagen überfordert. Und dann geht es schon, dass wir uns verkrampfen anfangen. Ich habe selber gemerkt, wie ich jetzt angefangen mit der Afrika-Twin, in unbefestigten Wegen, also Gelände fahren tue ich nicht, aber auf unbefestigte Wege zu fahren, wo der Untergrund grob geworden ist, den ich noch nicht kenne vom Asphalt her. Ich habe genau gewusst, ich habe mir selber gesagt, Hannes, locker bleiben, und ich habe gespürt, wie die Hände sich verkrampfen. Also das sind jetzt, wo ich schon öfter gefahren bin, sind wir gerade gestern, vorgestern in Friaul mehrere Schotterstrecken gefahren, waren wir 2 Tage unterwegs. Jetzt geht es schon relativ locker. A und O ist für mich, dass ich im Endeffekt mich mit den Oberschenkeln am Tank festklammern kann. Und ich versuche eigentlich immer, egal ob jetzt auf der Rennstrecke, oder ich denke, dass es auch für den Straßenfahrer relevant ist, der muss ja kein direktes Hanging-Off fahren, aber dass er so ein bisschen minimal versetzt schon in die Kurve hinein sitzt beim Anbremsen und dadurch den äußeren Oberschenkel einfach ein bisschen mehr nutzen kann als Anbremsdruck, sage ich jetzt mal, weil die Fliehkraft will ja deinen Körper letztendlich nach vorn bringen und das Motorrad geht ja nach hinten unter dir weg. Und umso besser ich mich quasi mit meinem Oberschenkel, mit dem inneren Knie, mit den Fußrasten ins Motorrad verankere, sage ich jetzt mal, ne? Also richtig verankern, umso weniger Kraft brauche ich an den Lenkerstummeln.
Bevor man losfährt, gerade beim fremden Motorrad oder wenn man sich eine neue kauft, sich mal eine Minute Zeit nimmt und sich mal Gedanken darüber macht, vor der Fahrt, was tue ich da jetzt eigentlich und auf was achte ich. Da geht es einmal um die Sicherheit, wie ist mein Reifen und so weiter. Und da geht es aber auch um das Thema, wie sitze ich auf dem Motorrad, wie fühle ich mich auf dem Motorrad. Und das habe ich vorher auch schon mal gesagt. Thema Griffweite. Es gibt gute Motorradfahrer, die haben kurze Finger. Griffweite, Kupplung, Bremse, Lenkerposition, Sitzhöhe. Ja, wir haben Motorräder, da kann man Sitzhöhe einstellen. Es sitzen so viele Leute auf dem Moped, die eigentlich gar nicht gescheit runterkommen. Was nicht so schlimm ist, weil sie routiniert fahren, aber eigentlich in der tieferen Position noch besser dran wären. Jetzt habe ich mit den Ergonomie-Experten Tibor Simmer, schön, dass du Zeit hast für uns. Bedienelemente. Erklär uns doch bitte, wie man sie richtig einstellt. In diesem Fall sitzen wir auf einem Naked Bike. Zeig uns mal, wie man das richtig für seine Körperbefindlichkeiten anpasst, bitte. Was ganz wichtig ist, und zwar für den Fahrer, für die Fahrerin, ist zuerst, wo bewege ich mich mit diesem Motorrad? Also was ist meine Hauptstrecke? Bin ich auf der Rennstrecke? Ist es ein reines Track-Tool? Ist es ein Motorrad? Ist es ein Arbeitsgerät? Ist es ein Spaßgerät? Beim Spaßgerät ist meistens der Style abhängig von der Ergonomie, somit eher schwierig. Dann habe ich ein Arbeitsgerät, sprich ich fahre mit dem Motorrad zur Arbeit, dann muss alles passen. Also da muss ich Gefahrenbremsungen machen, da muss alles richtig eingestellt sein. Und auf der Rennstrecke, ja, da brauche ich viel Kraft, aber auch, wie sagt man denn, Aerodynamik, das weißt ja du besser. Da stelle ich es wieder anders ein. Das heißt, es kann sein, dass durch die Aerodynamik auch ein bisschen die Ergonomie verloren geht. Grundsätzlich, ich denke, dass es wichtig ist, dass man mal den in Anführungszeichen, der mit dem Motorrad zur Arbeit fährt, dass wir den mal als Beispiel nehmen. Und zwar, wenn ich mich jetzt auf ein Motorrad setze, und meine Oberkörperlänge, meine Armlänge, meine Schulterbreite, ich greife den Lenker und mein Handgelenk kippt hier nach unten. Dann ist es wichtig, dass ich den Lenker, also die Lenkerklemmung hier öffne, den Lenker ein bisschen nach vorne drehe, dass mein Handgelenk hier angehoben wird. Wenn das unangenehm wird im Ellbogen oder hier im Handgelenk, dann habe ich immer die Möglichkeit, über hier diese Torx-Schrauben zum Beispiel, den Lenker nach vorne und nach hinten zu ändern. Ich kann bei einem Lenker, immer so um die 2 bis 3 Grad, das kann ich verstellen, irgendwann geht es nicht mehr. Dann brauche ich einen anderen Lenker. Das heißt, es gibt andere Lenker mit anderen Kröpfungen, sowohl nach oben als auch nach hinten. Da muss ich den passenden finden und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann eben sich so einen zulegen. Was schätzt du, wie viele Leute stellen diesen Lenker auf ihre Bedürfnisse ein in Prozent? In Prozent würde ich sagen, sind es 5. Und zwar alle. So wenig. Ich glaube so wenig, und zwar meine ich, dass das hauptsächlich die Leute sind, die sich hinterfragen, weil ich kenne viele, die sagen, die habe ich auch durch euch kennengelernt, die sagen, naja, ich fahre das Moped, jetzt verkaufe ich es, ich kaufe mir lieber anders, weil das taugt mir nicht. Hast du schon mal geschraubt? Hast du schon mal einen anderen Lenker drauf? Hast du schon mal eine andere Armatur drauf? Hast du schon mal... So, und da gibt es ja ein gutes Beispiel, da haben wir ja den No Pain, der ist zwar sehr extrem, aber der Martin geht ja auch her und sagt, ich kaufe mir jetzt hier am Gasgriff, kaufe ich mir jetzt, dass der nicht mehr wackelt, ich mag das nicht. Also bitte geht's her und verändert das Motorrad so, dass es auf euch ergonomisch passt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, zur Brems- und Kupplungsarmatur ist zu sagen, dass ich darauf achten muss, gerade bei Gefahrenbremsungen, dass ich nicht die Kraft des Unterarms brauche, sondern dass ich hier wirklich die Kraft eigentlich meines, in Anführungszeichen, Knochens nutze. Wenn ich jetzt hergehe und ich mache in der Verlängerung des Unterarms das Handgelenk gerade und ich stelle den Hebel so weit unten ein, habe ich ein Problem, weil dann kippe ich hier oben drüber. Das heißt, leicht den Arm anwinkeln, leicht das Handgelenk anwinkeln und dann habe ich hier einen schönen Druck und in dem Moment lege ich die Finger oben drauf und dann habe ich einen perfekt eingestellten Hebel. So, jetzt gehen wir auf die Rennstrecke, da ist es wieder ein bisschen anders. Vielleicht ist er noch weiter oben, weil ich ja immer windschnittig fahre, die Arme sind weit unten. Also es kommt immer darauf an, wo fahrt ihr, wie macht ihr das. Was ganz, ganz wichtig ist, das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, ist die Hebelweite und das ist ganz easy. Der Patrick zeigt es euch, ich gehe mal daher, da kann man hier die Hebelweite einstellen. Jeder von uns hat unterschiedlich lange Finger. Der eine, es gibt ja sehr viele Vorlieben. Ich komme vom Fahrradfahren, ich fahre meistens alles mit einem Finger. Es gibt Leute, die fahren mit 2. Ich glaube, der Valentino Rossi ist noch einer, der fährt mit 4. Also wichtig ist, dass das zu euch passt. Und auch den Hebel, wenn es geht, so weit wie möglich, was der Lenker zulässt, den Hebel so weit wie möglich nach innen schieben. Warum? Weil der Bremshebel hier an der äußersten Wirkung, Hebelgesetz, wissen wir, am wenigsten Kraft benötigt. Und dann kann ich auch teilweise so Dinger mit 1, 2 oder mit wenig Kraftaufwand. Wenig Kraftaufwand heißt, ich habe viel länger Spaß. Das heißt, ich kann dann nicht
was weiß ich, 3 Turns fahren, sondern ich fahre 6 Turns, weil es mir halt einfach Spaß macht. Und im Straßenverkehr oder zur Arbeit bin ich viel sicherer unterwegs und muss mir über diese Dinge keine Gedanken machen. Und was ich euch wirklich final mitgeben kann oder möchte, ist einfach, fahrt mit eurem Motorrad, seid kritisch zu euch selber, spürt ihr was im Handgelenk, taugt euch mit die Finger nicht im Ellbogen, ist vielleicht auch der Nacken, die Sitzposition falsch. Also geht's her, macht's was in der Sitzposition, am Lenker und nehmt einen Schraubenschlüssel in die Hand und verändert was. Jetzt Hand aufs Herz, hat euch da irgendwer, wie soll ich sagen, habt sich bei irgendeinem wiedergefunden, hat einer von den Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern so einen ähnlichen Tick gehabt wie ihr, wie ihr es macht? Was ist da eure Meinung? Wie viel Finger legt sie auf die Bremse? Das ist ja schon mal ein ganz komisches Thema, wo sich wirklich die Experten noch nicht einig sind, was richtig ist. Schon eine dazu ist ein Feedback von euch wichtig. Vielleicht bringen wir dann einfach über die schiere Menge der Antwort so am Mainstream korrekte Weisheit zusammen. In jedem Fall, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke auch für euren Daumen rauf für mein Ego. Danke, tschüss und baba.